Albrecht Zeitsamer ist mein Name. Ich arbeite für die Koenig & Bauer AG. Die Division, die ich vertrete, ist die Digital und Webfed. Wir stellen alle Maschinen für den Druckbereich, die im Rotationsverfahren drucken. Unsere Maschinen produzieren sehr, sehr viele Daten. Sie müssen sich vorstellen, dass wir seit 1995 eigentlich schon Industrie 4.0 fähige Maschinen haben, die also jeden Tag sehr viele Daten produzieren. Bis dato die Daten immer gesammelt, irgendwo abgelegt und nur retroaktiv benutzt. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Daten, sehr große, lange Datenhistorie und wollen dieses Potenzial natürlich nutzen. Warum haben wir uns für Empolis entschieden oder wie kam es zum Prozess von Empolis? Ganz einfach, weil Empolis das breiteste Spektrum liefert, von Datenanalyse bis zur Ticketgenerierung, bis hin zum Document Retrieval, also dieser ganzen Zyklus, den man eigentlich braucht, der wird von Empolis abgebildet. Das war so ein Entscheidungsgrund. Das Projekt läuft schon sehr, sehr lange eigentlich, wenn man es von der Anfangsphase mal aufzieht. Wir hatten irgendwann im Mitte 2017 schon angefangen, uns mit Empolis auseinanderzusetzen, tiefer in die Materie zu gehen, nachdem wir uns eigentlich so für Empolis entschieden hatten. Von der Unterstützungsseite her eigentlich eine Erfolgsgeschichte, kann man schon fast sagen, weil Sie haben ein Team, mit dem Sie zusammenarbeiten, ein Team mit vielen Analysten, die jetzt nicht nur die Daten die wir liefern oder unsere Maschine liefern, verwerten, sondern wir haben es mit Analysten zu tun, die sich in die Materie eindenken, einarbeiten. Da gibt es zum Beispiel euer Chefanalyst, der Ralf Trapphöhner, der extrem viel Wissen da reingebracht hat und sehr viel Engagement da reingebracht hat. Auch andere, also nicht nur jetzt der Herr Ralf Trapphöhner. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben ein Team gebildet, es ist keine typische Provider-Kundensituation, sondern wir haben ein gemeinsames Interesse. Und das Interesse ist, so viel wie möglich, so viel Wissen wie möglich aus diesen Daten herauszuziehen. Ende 2018 wollen wir schon einen Punkt erreicht haben, wo wir mit unseren 11 Pilotkunden, die wir für dieses Projekt gewinnen konnten, schon aktiv in die Umsetzung gehen. Und Ende 2019 wollen wir eigentlich so weit sein, dass wir ein komplettes Business Case abgebildet haben und dann dementsprechend auch in die Breite gehen können mit dem Thema.